Oh hey! Heute, an diesem Tag vor 4 Jahren, habe ich mein allererstes Video hochgeladen. In diesem Video habe ich etwa versucht zu erklären, warum die Atmosphäre von The Lighthouse, ein Horrorfilm, mich so fasziniert. Aber dieses allererste Video war sehr sinnlos und, well, seht das doch einfach mal für euch selber. Hatte nicht wirklich etwa die Substanz, die ich eigentlich etwa erhofft habe. Nur nach 4 Jahren habe ich mich entschieden, diesen Film zu revisiten. Aber random, hattest du nicht schon mal ein Remake gemacht zu diesem Video? Halt die Klappe, kein Timmy. Darüber muss niemand was wissen. Aber random, das Video ist doch noch... So, da wir nun den Sog recycelt haben, kommen wir doch zu einer neuen Version von diesem Video. Zu diesem Jubiläum schauen wir uns mal wieder The Lighthouse an. Und dieses Mal hoffentlich können wir mal die Frage beantworten, warum die Atmosphäre so eine fantastische ist. Doch beginnen wir doch mal mit den Basics. The Lighthouse, oder auch der Leuchtturm, wie er hierzulande bekannt ist ein 2019er A24-Film von Regisseur Robert Eggers, der unter anderem bekannt ist für The Witch oder auch The Northman und in diesem Jahr, wenn er nicht passiert wird, eine neue Version von Nosferatu uns in die Kinos bringt. Ich bin schon sehr gespannt, ob er diese neue Version von Nosferatu wirklich meistern kann. Aber wenn man von diesem Film ausgeht, dann habe ich schon sehr große Hoffnungen. Denn The Lighthouse ist einer dieser Filme, der so eine Atmosphäre hat wie kein anderer. In The Lighthouse geht es um 2 Leuchtturmwester, gespielt von William Dafoe und Robert Pattinson, die beide sich mehr oder weniger in ein Kammerspiel bei diesem Leuchtturm wiederfinden. Und da ist schon der erste große Punkt, was die Atmosphäre so gut macht. Diese 2 Darsteller sind Kalibers in ihrem Business. Wir haben zum einen William Dafoe, der super gut over the top spielen kann, aber auch einen sehr ekelhaften, sehr bösartigen Psychopathen spielen kann. Und auf der anderen Seite haben wir Robert Pattinson, der für viele bekannt ist von Twilight, aber dank The Batman und vielen anderen kleineren Filmen mittlerweile von vielen mehr geschätzt wird und nicht immer als dieser Edward Vampir angesehen wird. Und beide sind einfach nur fantastische Darsteller, die gegeneinander sich mehr oder weniger spielen. Sei es nun etwa in Momenten, wo sie gemeinsam miteinander trinken oder wo der eine, aka William Dafoes Charakter, Pattinsons Charakter die ganze Zeit anschreit. Sie spielen sich einfach nur gegen die Wand. Und da die so große Kaliber sind von Actors, funktioniert das einfach nur pur und pur. Kammerspiel ist dabei auch ein gutes Stichwort. Denn durch das Aspect Ratio hat The Lighthouse ein besonderes Feeling. The Lighthouse wurde definitiv als Hommage für alte Filme gemacht. Sprich solche Filme aus den 1910ern oder auch 20ern. Denn das Aspect Ratio, was eben Bildformat heißt, ist so ein enges, aber auch eins, was man in früheren Filmen genutzt hat. Aber nicht nur als Hommage funktioniert dieses Aspect Ratio, nein, auch als Story-Stilmittel funktioniert dieses. Denn man kann es kaum glauben, aber dadurch, wie eng das Bild ist und wie wenig wir vom Bild mehr oder weniger kriegen. Wir kriegen nicht etwa ein volles Bild wie 16:9 oder sogar ein quadratisches Bild wie bei 4:3. Nein, wir kriegen ein sehr verengtes, was eine besondere Stimmung gibt. Dadurch, dass es so eng ist, müsste man eben die Engigkeit dieses Leuchtturms und dieser 2 Personen, die mehr oder weniger miteinander gefangen sind, symbolisieren. Und dadurch hat diese Atmosphäre so ein enges, klaustrophobisches Feeling in sich. Diese Isolierung wird auch in bestimmten Traumszenen bzw. Sequenzen mehr oder weniger verdeutlicht, wo zum Beispiel Pattinsons Charakter die Nähe einer neuen Person, einer Meerjungfrau sehnt, aber dann realisiert, dass es doch einfach nur Dafoes Charakter ist, der ihn ins Gesicht schreit. Und ich bin zwar kein großer Fan von diesen Traumszenen, aber ich kann es nicht verneinen, dass sie diese Isolierung zwischen diesen 2 Figuren wirklich gut verkörpert. Auch, dass man sich etwa entschieden hat, den ganzen Film in schwarz-weiß zu machen, hilft dabei der Atmosphäre sehr. Nicht nur als Hommage ist das ziemlich gut, nein, auch für den Film als solches funktioniert das. Denn dadurch, dass Farbe fehlt, fühlt sich alles so trostlos an. Diese Arbeit ist eine trostlose, eine erbärmungslose. Dadurch, dass wir keine Farbe in diesem Film haben oder gar ein Anzeichen von Farbe, wie zum Beispiel in einem Film wie Sin City, hat man dieses Gefühl, dass man bei diesem Platz, wenn man noch länger hier bleibt, verrotten wird oder gar wirklich in den puren Wahnsinn geht. Dafoes Charakter zumindest
zumindest hat diesen puren Wahnsinn komplett freigelassen, während Pattinson sich versucht, irgendwie noch an seine Insanity ranzukriegen, ohne wirklich diesen Wahn zu verfallen. Dadurch, dass das Acting on point ist, dadurch, dass das Visuelle dieses besondere klaustrophobisches Gefühl geben will und dadurch, dass die Story mehr oder weniger damit endet, wie sie eben endet, ohne viel zu spoilern, da ich etwa gerne möchte, dass viele mehr diesen Film sehen und ich bezweifle, dass die meisten diesen Film überhaupt gesehen haben, bietet The Lighthouse eine Atmosphäre an, die wie fast keine andere ist. Natürlich darf man auch nicht Musik vergessen, wenn man über Atmosphäre redet. Leider kann ich etwa die Musik von The Lighthouse nicht etwa einspielen, aber wenn ich sie beschreiben müsste, dann würde ich etwa sagen, dass es etwa dieses teilweise nostalgische Seemann-Feeling aufbringt, aber dann auch etwa gepaart mit den Visuellen eine besondere Einsamkeit in sich widerspiegelt. Musik ist super wichtig, wenn es um Atmosphäre geht, vor allem um gute Atmosphäre. The Lighthouse hatte zum Beispiel ein paar Soak-Videos, wo Leute die SpongeBob-Musik, also bestimmte SpongeBob-Tracks gepaart haben mit den Visuellen von The Lighthouse. Und auch wenn es natürlich etwa ein Witz ist und ein ziemlich witziger, ich verlinke es natürlich in der Infocard, bringt es etwa eine komplett andere Atmosphäre auf als im Originalwerk. Musik ist wichtig, wenn es um die Atmosphäre geht und das zeigt The Lighthouse einfach nur pur und pur. The Lighthouse ist eventuell nicht der gruseligste Film überhaupt. Dadurch, was für ein Gefühl er bei einem vermittelt, funktioniert er einfach nur. Einer mag vielleicht sogar gar sagen, dass die Atmosphäre von The Lighthouse fucking großartig ist. Von daher, falls ihr The Lighthouse nie gesehen habt, empfehle ich es euch wirklich einfach nur sehr, denn die Performances stimmen einfach nur, das Visuelle ist wundervoll und eine super schöne Hommage an alte Filme und generell, der Film funktioniert einfach nur. Vielleicht nicht der beste Film, aber ein sehr, sehr, sehr guter Film. Und damit beende ich doch mal dieses kurze Video. Ich hoffe, dieses Remake hat euch gefallen und hat die Frage deutlich besser beantwortet. Wie ihr merkt, ich bin immer noch ein großer Fan von The Lighthouse und denke immer noch, dass alle, egal ob ihr Horror mögt oder nicht, diesen Film zumindest einmal für einen Versuch geben sollten. Es wird noch ein paar andere Videos geben, die mehr oder weniger dieses 4-jährige Jubiläum markieren, aber bis dahin kann es noch dauern und bis dahin würde mich doch eure Meinung oder euer Gedanke zu diesem Film interessieren. Mögt ihr ihn? Findet ihr, dass meine Atmosphäre bzw. meine Analyse eher mehr übertrieben und zu viel Gelabere ist, ohne Sinn? Schreibt das doch alles gerne in die Kommentare. Und bis dahin, wir sehen uns bzw. hören uns beim nächsten Mal. Euer Random oder so ähnlich. Bye!